Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr eigentlich Nein sagen wollt, aber es euch einfach nicht über die Lippen kommt? Mir ist das erst vor ein paar Monaten passiert. Oh ja, das kenne ich nur zu gut. Ich habe auch schon oft zugesagt, obwohl ich wusste, dass es mir eigentlich zu viel wird. Tja, ich habe das ständig im Job. Besonders ein Kollege denkt, ich sage nie Nein und nutzt das aus. Vor ein paar Monaten wollte mein Chef plötzlich, dass ich ein zusätzliches Projekt übernehme. Ich war sowieso schon komplett eingespannt. Trotzdem habe ich Ja gesagt, weil ich Angst hatte, schlecht dazustehen. Das Ergebnis? Ich war nur noch gestresst, meine Arbeit litt und im Nachhinein war es einfach eine falsche Entscheidung. Mir ist es ganz ähnlich ergangen, als mich eine Freundin bat, regelmäßig auf ihre Kinder aufzupassen. Ich hatte kaum Zeit für meine eigenen Sachen, aber dennoch gezögert, ihr abzusagen. Ich wollte sie nicht enttäuschen. Nach ein paar Tagen merkte ich, das halte ich auf Dauer nicht durch. Allerdings war es da schon schwierig, mich noch höflich zurückzuziehen. Eine solche Situation erlebe ich oft im Job. Ein Kollege bombardiert mich ständig mit Extraaufgaben und sagt munter, das schaffst du doch mit links. Ich weiß genau, dass ich mich da übernehme, traue mich aber nicht immer direkt Nein zu sagen. Einmal war ich monatelang total übermüdet, weil viel zu viel auf meinem Tisch landete. Das beeinträchtigte meine Leistung enorm. Ich glaube, wir möchten alle gemocht und gebraucht werden und deshalb sagen wir oft Ja, obwohl wir bereits an unseren Grenzen sind. Wir wollen nicht als egoistisch oder unkooperativ dastehen. Das hat sicher auch mit der Erziehung zu tun. Als Kind hörte ich oft, sei hilfsbereit, dann mögen dich alle. Ich hatte immer das Gefühl, ein Nein würde mich undankbar oder rücksichtslos erscheinen lassen. Und dieses Gefühl begleitet mich bis heute. Letztlich wollen wir doch einfach nur Stress vermeiden. Unser Gehirn strebt nach Harmonie und ein Nein klingt sofort nach Konflikt. Manchmal müssen wir diesen Konflikt aber in Kauf nehmen, um uns selbst zu schützen. Absolut. Hinzu kommen Selbstzweifel. Wir werten unsere eigenen Bedürfnisse ab, als wären sie weniger wichtig als die der anderen. Dabei vergessen wir, dass wir unsere Grenzen verteidigen dürfen. Ich habe monatelang meine eigenen Projekte zurückgestellt, nur weil ich Freunden ständig bei Umzügen, Renovierungen und Besorgungen half. Irgendwann war ich völlig ausgelaugt und fragte mich, warum habe ich nie Nein gesagt? Oh, das kenne ich auch. Wenn man sich als Teamplayer sieht, glaubt man immer einspringen zu müssen. Erst als meine eigenen Aufgaben liegen blieben und ich gesundheitliche Probleme bekam, wurde mir klar, dass ein klares Nein manchmal notwendig ist. Inzwischen sage ich gelegentlich, tut mir leid, ich bin gerade voll ausgelastet. In der Familie ist es genauso schwierig. Meine Eltern erwarten ständig, dass ich an allen Feiern teilnehme oder bei jedem Festtag helfe. Eine Absage kommt sofort schlecht an, weil sie denken könnten, ich hätte keine Lust auf sie. Letztlich sind das alles Varianten desselben Problems. Wir fürchten, andere zu enttäuschen oder Beziehungen zu belasten. Doch wenn wir uns dauerhaft überlasten, zahlen wir am Ende einen hohen Preis. Ich habe daher ein paar Methoden ausprobiert, um höflich Nein zu sagen. Ich auch. Eine meiner Taktiken ist, morgens die wichtigsten To-Dos festzuhalten. Wenn dann eine Zusatzbitte reinkommt, sehe ich sofort, ob ich dafür noch Kapazität habe. Falls nicht, erkläre ich, dass es heute nicht mehr geht. Mir hilft es, kurz innezuhalten und tief durchzuatmen, bevor ich antworte. Dann frage ich mich, passt das wirklich in meinen Zeitplan? Wenn nicht, sage ich es freundlich, aber bestimmt. Ich arbeite mittlerweile viel mit Ich-Botschaften, zum Beispiel, ich fühle mich überlastet, wenn ich noch mehr Aufgaben übernehmen soll. Das hilft, den anderen nicht anzugreifen und heiße Diskussionen zu vermeiden.
Alternativen anzubieten ist ebenfalls hilfreich. Wenn jemand um etwas bittet, das ich nicht leisten kann, schlage ich eine andere Möglichkeit vor. Heute geht es nicht, aber wie wäre es nächste Woche? Für mich ist auch ein Standardsatz enorm nützlich. Danke für dein Verständnis, aber das schaffe ich leider nicht. So komme ich nicht ins Stocken und signalisiere, dass es nichts Persönliches ist. Wollen wir das mal üben? Eine Art Rollenspiel? Ich könnte den Kollegen spielen, der nach Hilfe fragt. Gerne. Leg los. Hey Anna, wir haben da noch 3 Aktenstapel, die bis morgen gesichtet werden müssen. Könntest du das übernehmen? Du bist doch immer so schnell. Tobias, was genau musst du selbst noch erledigen? Vielleicht können wir die Aufgaben verteilen. Ich bin nämlich schon ziemlich ausgelastet. Wenn ich das zusätzlich übernehme, komme ich mit meinen eigenen Terminen in Verzug. Sehr klar und dennoch lösungsorientiert. Du zeigst auf, dass du bereits genug zu tun hast und suchst eine Alternative. Genau, das klingt nicht ablehnend, sondern sachlich. Früher hätte ich mich bei so einer Absage sofort schlecht gefühlt. Ging mir genauso. Ich hatte immer Angst, nicht mehr gemocht zu werden. Mittlerweile weiß ich, dass ein Nein absolut legitim ist. In diesem Zusammenhang finde ich Selbstreflexion sehr wichtig. Viele bemerken erst, dass sie ihre Grenzen überschritten haben, wenn es fast zu spät ist. Exakt. Ich schreibe seit ein paar Monaten in ein kleines Tagebuch, wann ich Nein gesagt habe und wie ich mich dabei gefühlt habe. Nach einer Weile erkennt man, in welchen Situationen es besonders schwer fällt. Und dadurch wächst Stück für Stück das Selbstbewusstsein. Man merkt, dass die Welt sich weiterdreht, auch wenn man mal nicht einspringt. Und man selbst lebt entspannter. Mir ist aufgefallen, dass die Körpersprache viel ausmacht. Wenn ich unsicher wirke und wegsehe, nimmt mich der andere nicht ernst. Stehe ich aber aufrecht und spreche klar, wird meine Absage oft besser akzeptiert. Ja, und ein kleines Lächeln entschärft die Situation, damit es nicht unfreundlich klingt. Wir wollen ja nicht unkooperativ wirken, sondern nur unsere Grenzen wahren. Ich habe früher oft herumgedruckst oder weggeguckt, so dass man mir ansah, dass ich mir selbst nicht sicher war. Mittlerweile gelingt mir ein klarer Blickkontakt viel besser. Manchmal sind es die Schuldgefühle danach, die mich plagen. Kennt ihr das? Kaum sagt man Nein, meldet sich dieses innere Flüstern, jetzt ist die Freundin bestimmt enttäuscht. Oder der Chef hält mich für faul. Oh ja, das habe ich lange gespürt. Ich dachte immer, ich müsste rund um die Uhr nett und hilfsbereit sein, sonst würde mein guter Ruf leiden. Aber letztlich sollte das eigene Wohlbefinden an erster Stelle stehen. Genau, wir sind verantwortlich für unsere Entscheidungen, aber nicht für die Gefühle anderer. In den meisten Fällen zeigen Menschen sogar Verständnis, wenn man offen sagt, dass man keine Kapazitäten mehr hat. Richtig. Und wenn jemand wirklich beleidigt reagiert, liegt das Problem oft eher bei ihm als bei mir. Es kann nicht sein, dass meine Hilfe immer selbstverständlich erwartet wird. Eben. Neulich wollte mein Chef, dass ich ein externes Projekt übernehme, das gar nicht in meinen Aufgabenbereich fiel. Meine Woche war schon voll, also habe ich diesmal Nein gesagt. Und siehe da, er hat einfach eine Kollegin gefragt. Das zeigt, wie sehr wir uns manchmal Horrorszenarien im Kopf ausmalen. Wir glauben, ein Nein löse einen Skandal aus, aber oft wird schnell eine Alternative gefunden. Genau. Wenn wir zum Beispiel im Meeting gefragt werden, ob wir noch ein Projekt übernehmen können, hilft es, klar zu sagen, diese Woche bin ich schon ausgelastet, aber wir könnten es nächste Woche besprechen. So ist man kooperativ, ohne sich zu überfordern. Ganz genau. Dann kann niemand behaupten, man sei unwillig. Man macht nur deutlich, dass man aktuell keine freie Kapazität hat. In der Familie ist das für mich am schwierigsten. Meine Eltern reagieren oft empfindlich, wenn ich absage.
Trotzdem habe ich gemerkt, dass ich mich selbst aufopfern würde, wenn ich immer nur Ja sage. Mir hilft da ein Satz wie: Ich würde gerne helfen, habe heute aber schon andere Verpflichtungen. Oder: Ich brauche Zeit für mich, um neue Energie zu tanken. Oft sind sie dann gar nicht so verletzt, wie ich befürchtet hatte. Selbst wenn es mal einen Konflikt gibt, ist das manchmal besser, als jahrelang zu schweigen und innerlich zu grollen. Auf Dauer tut das niemandem gut. Eben. Und wenn ich mich frage, was passiert wirklich Schlimmes, wenn ich absage? Dann ist die Antwort oft: nicht viel, außer vielleicht ein kurzes Stirnrunzeln. Genau. Wir glauben manchmal, wir wären unersetzlich. Dabei können sich die meisten Leute problemlos umorganisieren, wenn wir nicht zur Verfügung stehen. Das sehe ich auch so. Und sich ständig zu verbiegen führt nur zu Frust. Ich bin inzwischen an einem Punkt, an dem ich sage, das ist es mir nicht wert. Gerade im Freundeskreis denken viele, man sei immer bereit für spontane Aktivitäten. Aber manchmal brauche ich einfach meine Ruhe. Ich sage dann ganz offen: Danke, aber ich brauche heute Zeit für mich. Oft kommt dann ein Kein Problem, dann eben ein andermal. Oder sie sind sogar erleichtert, selbst auch mal absagen zu können. Das ist ja das Spannende. Manchmal erleichtert es die anderen sogar, weil sie ähnliche Grenzen fühlen, es aber nicht aussprechen. Ich habe mich jahrelang überlastet, bis mein Körper nicht mehr mitgemacht hat. Das endete in einem Burnout. Und erst da wurde mir klar, wie wichtig klare Grenzen sind. Seitdem sage ich konsequenter Nein. Und wie hast du das konkret gelernt umzusetzen? Der erste Schritt war, mir bewusst zu machen, dass meine Zeit und Energie begrenzt sind. Ich schreibe meine Prioritäten auf und plane bewusst Puffer für Erholung ein. Wenn mich jemand um etwas bittet, prüfe ich gleich: Passt das zu meinen Kapazitäten? Wenn nicht, sage ich freundlich ab. Hast du eine bestimmte Standardformulierung, die dir hilft? Ja. Eine meiner Liebsten ist: Danke für deine Anfrage, aber ich kann das momentan nicht übernehmen. Oder: Ich verstehe, dass das wichtig für dich ist, aber ich habe aktuell keine Kapazitäten. Ich hoffe, du findest eine Lösung. Das zeigt Wertschätzung, ohne meine eigenen Bedürfnisse zu ignorieren. Und wie reagieren die Leute darauf? Überraschend gut. Manche sind anfangs irritiert, aber die meisten respektieren es. Wer das nicht tut, zeigt mir, dass er meine Grenzen nicht akzeptiert. Und mit solchen Menschen arbeite ich nur ungern langfristig zusammen. Was ist mit Schuldgefühlen danach? Ich mache mir klar, dass ich nicht für die Emotionen anderer verantwortlich bin. Es ist okay, nicht immer verfügbar zu sein. Außerdem frage ich mich: Würde ich wollen, dass jemand sich so überlastet, nur um mir einen Gefallen zu tun? Meistens ist die Antwort nein. Also warum sollte ich das für andere tun? Ich merke, dass mir das Gespräch hier sehr dabei hilft, bewusster mit meinen Grenzen umzugehen. Geht mir genauso. Je öfter man Nein sagt, desto natürlicher wird es. Nein zu sagen ist auch kein Egoismus, sondern Selbstfürsorge. Nur wenn wir unsere Kräfte bewahren, können wir langfristig für andere da sein. Was haltet ihr davon, wenn wir uns in einem Monat wieder hier treffen? Dann können wir berichten, ob wir häufiger erfolgreich Nein gesagt haben und ob es lustige Anekdoten gab. Super Idee. Und wer bis dahin kein einziges Mal Nein gesagt hat, zahlt den Kaffee für alle. Deal. Ich vermute, wir alle werden einige Geschichten auf Lager haben. Ich werde jedenfalls berichten, denn ich sage mir jede Woche, du musst mindestens einmal konsequent Nein sagen. Das tut mir richtig gut. Ich setze mir das Ziel, 3 bewusste Nein-Entscheidungen pro Woche zu treffen. Das klingt wenig, aber es kann viel verändern. Das ist schlau. Ich frage mich bei jeder Bitte: Mache ich das, weil ich es wirklich will,
oder nur aus Pflichtgefühl. Wenn letzteres überwiegt, versuche ich höflich abzusagen. Und wenn es mal nicht klappt, mache ich mir Notizen, um zu verstehen, warum ich wieder Ja gesagt habe. So kann ich mich verbessern. Genau, jeder Rückschlag ist eine Chance zu lernen. Manchmal werden wir schwach, aber wir entwickeln uns Schritt für Schritt weiter. Ich bin richtig froh über dieses Gespräch. Das Thema Nein sagen ist so wichtig und wir sprechen viel zu selten offen darüber. Dabei betrifft es wirklich jeden. Grenzen setzen ist ein universelles Thema. Und es steigert letztlich unsere Zufriedenheit. Wir werden aktiver Gestalter unseres Lebens, statt nur passiv die Erwartungen anderer zu erfüllen. In Zukunft bin ich jedenfalls konsequenter. Gerade meine Familie muss lernen, dass ich nicht immer verfügbar sein kann. Ich habe schließlich auch eigene Pläne. Solange man das mit Respekt kommuniziert, werden sie es akzeptieren oder zumindest damit umgehen können. Wenn sie es nicht verstehen, ist das ein weiteres Lernfeld. Aber oft überrascht uns die Realität positiv, wenn wir klar kommunizieren. Dann machen wir es also so. Gleicher Wochentag, gleiche Uhrzeit in einem Monat. Absolut. Und bis dahin halten wir uns in unserer Chatgruppe auf dem Laufenden. Perfekt. Ich freue mich auf eure Geschichten. Bestimmt gibt's einige Aha-Erlebnisse, wenn wir öfter Nein sagen. Ich bin sicher, da kommt einiges zusammen. Aber ich bleibe auf jeden Fall bei meinen Grenzen, weil ich gemerkt habe, wie gut mir das tut. Ich ebenfalls. Und wenn es mal hakt, weiß ich, dass ich in der Gruppe Unterstützung finde. Alles klar, bis dahin. Ich muss los, sonst sage ich wieder ungewollt Ja zu irgendwelchen spontanen Anfragen. Haha, wir sehen uns. Tschüss zusammen und denkt daran, ein echtes Nein ist manchmal die beste Form von Selbstachtung.